Ja, guten Morgen zusammen. Ich heiße euch herzlich willkommen. Heute mal ein spezieller Ort, um euch zu begrüßen. Denn Singapur ist dieser Busstation einfach zu langweilig. Und heute haben wir was Spezielles vor. Heute bin ich das erste Mal, ich überlege mir, ob es das allererste Mal ist sogar, komplett alleine unterwegs. Ohne dass ich geführt werde von lokalen Leuten, von Freunden, ohne dass ich mit anderen Gästen unterwegs bin, ohne dass ich auf einem Ausflug bin, ohne eine Big Bus Tour, sonst wirklich, heute bin ich alleine unterwegs, vom Schiff aus, und zwar hier in Singapur. Wir sind zurück. Heute startet meine letzte Reise, meine letzten 14 Tage. Und da ich schon so viel gesehen habe von Singapur, habe ich mir heute zwei Sachen herausgesucht. Und zwar zum einen gehen wir heute ins Sea Aquarium. Das sei angeblich echt richtig toll. Und es hat hier ein Universal Studio, von dem her, also auch da werdet ihr mich sehen. Der Plan war eigentlich, ich gehe morgens ins Universal Studio und wenn ich dann alles gesehen habe, gehe ich noch ins SeaWorld oder ins Aquarium, sorry. Jetzt ist es aber so, dass das Universal Studio erst um 11 aufmacht und das Aquarium schon um 10. Also habe ich gedacht, nee, weißt du was, wir haben jetzt 10:15, ich gehe doch zuerst ins Aquarium, bin da vielleicht so eine Stunde, zwei, einfach so lange, bis ich alles gesehen habe und gehe dann ins Universal Studio. Also, mal schauen, was ich alles finde für euch. Ich freue mich schon riesig auf diesen Tag, denn wir liegen heute auch im Hafen über die Nacht. Das heißt, ich habe keinen Stress, ich muss nicht auf die Uhr schauen oder sonst irgendwas. Nein, ich kann es einfach genießen. Von dem her viel Spaß beim Video und danke, dass ihr eingeschaltet habt.
Ja, hallo. So, das war's mit dem Aquarium. Ich ging wirklich richtig schön gemütlich durch. Ich habe mir vieles angesehen. Ich glaube, ich habe fast alles für euch gefilmt, was ich entdeckt habe. Was ich nicht brauchte oder bräuchte, sind die Delfine. Ja, ihr Gehege ist zwar im Vergleich zu allen anderen, glaube eines der größten, bis auf das ganz, ganz große, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich stehe zu Delfinen einfach ein bisschen anders als so zu ganz kleinen normalen Fischen. Ich weiß nicht, wie viel Empfinden die ganz normalen Fische haben, aber ich weiß, dass Delfine das viel extremer mitbekommen, oder so vermute ich jedenfalls. Von dem her, Delfine hätte ich nicht gebraucht, aber alles andere ist richtig toll, richtig schön. Nee, war richtig toll. Jetzt, wie gesagt, das war jetzt genau eine Stunde. Also ich habe jetzt nicht so geschaut, dass ich dachte, hey, Universal Studio geht um 11 Uhr auf, ich muss draußen sein. Gar nicht, sondern ich habe mir wirklich Zeit gelassen. An sich alle anderen, die mit mir reingingen, haben mich schon lange überholt. Also ich war eher langsamer unterwegs als die anderen. Aber ja, ging natürlich jetzt perfekt auf, also wunderbar. Ich sehe schon, da stehen schon ganz viele an für das Universal Studios. Ich denke, das geht in 3-4 Minuten auf. Ja, ich lasse mich überraschen, wie das hier wird. Ich kenne es ja von Hollywood und von Orlando. Von dem her, ich weiß, es gibt noch eines in Japan. Und jetzt schauen wir mal, wie Universal Studios Singapur ist. Also, genießt es! Ja, hallo. So, ich versuche es kurz ohne Mikrofon. Hier muss ich leider reden, also leider, ich kann euch nicht filmen, denn hier wird alles kontrolliert. Das heißt, man darf kein Smartphone mitnehmen, keinen Rucksack, keine GoPro. Ich habe extra noch nachgefragt für die GoPro, weil es ja um die Brust ist. Keine Chance. Man wird wirklich kontrolliert mit so einem Metalldetektor. Man kriegt nichts rein, man kann nichts filmen. Hier gibt es zwei von der Battlestar Galactica, einmal die rote und einmal die schwarze. Ich versuche es danach noch kurz zu filmen für euch. Wenn ihr hier seid und nur Zeit für eine habt, nehmt die schwarze, die ist viel geiler. So, und jetzt weiterhin viel Spaß!
drinking cherry wine and we dancing on an island. We going but the finest. Yeah, 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 Miss Tequila and call me señorita. Ay, papi, got me dreaming. My legs up on the ceiling. Oh yeah, yeah, yeah. I know when he come, he ain't never gonna leave. Nah. Hit it the night run and that's the way I wanna be. So don't think I'm the one to won't ever be enough. Mix until I know, bitch, I ain't the one. He don't want love. He just wanna fuck. Ow, little vacation. Drink it till we naked. Talking with our tongues. We just having fun. We just having fun. Ja, hallo zusammen. So, ich muss sagen, ich hätte noch eine Stunde Zeit. Es wäre also noch möglich, eine Stunde hier zu sein, bevor der Vergnügungspark zugeht. Ich muss aber echt sagen, die Universal Studio hier in Singapur ist jetzt nicht ganz so groß. Ich habe das Gefühl, er ist vielleicht ähnlich von der Größe her wie Hollywood. Hollywood hat aber zusätzlich diese Fahrt mit diesem kleinen Bus, die doch gefühlt fast eine Stunde oder anderthalb geht, und das gibt es hier nicht. Also jede Bahn, die du hier fährst, ist nach 2 Minuten fertig, nach 3 Minuten, eventuell nach 10 Sekunden gefühlt. Dadurch wirkt der Park noch mal etwas kleiner. Es gibt diverse Sachen, die sind aktuell geschlossen. Leider der Waterpark, nicht Wasserpark, sondern Waterworld aus dem Film. Ich kann mir vorstellen, da gibt es diese echt coole Wassershow mit Live-Action, mit Schießereien, mit Flugzeugen, die abstürzen und. Das kenne ich von einem anderen Park. Das hat leider aktuell nicht geöffnet. Diverse Restaurants sind aktiv also geschlossen. Ja, sonst ist es wirklich ein cooler Park, kein Highlight. Also alle Bahnen, die es gibt, sind süß. Ich überlege gerade, ich glaube, die einzige, die ich wirklich kannte, war Mumie. Die ist auch nicht groß anders. Jurassic Park ist anders, weil du in diesen runden Booten bist. Sonst ist die Jurassic Park Wasserbahn immer in diesen länglichen Booten. Battlestar Galactica sagt mir sonst gar nichts, weder in Hollywood noch in LA, also noch in Orlando, sorry. Far Far Away, genau, Star Trek. Shrek gibt es auch, das ist genau dasselbe. Hier gibt es aber noch mehr als nur diese eine Shrek-Bahn. Hier gibt es wirklich noch eine zweite Shrek-Bahn und eine ganze Region ist Shrek orientiert. Ja, und sonst war es das so. Also von dem her wirklich was Süßes, was Cooles. Mich hat es richtig gefreut. Ich habe es wirklich richtig genossen. Ich war jetzt insgesamt etwa 3 Mal rundherum gegangen. Ich habe mehrere Bahnen mehrfach gefahren und muss sagen, für mich ist es jetzt gut. Wie gesagt, ich könnte noch eine Stunde bleiben, aber ich habe es genossen und ich muss es ja nicht in die Länge ziehen, wenn ich es nicht brauche. Von dem her, mich hat es gefreut. Ich hoffe, ich habe wenigstens ein paar Sachen für euch, dass es auch nicht ganz so langweilig ist vielleicht für euch. Ich habe mehrfach nachgefragt. An sich dürfte ich eigentlich auf sozusagen keine Bahn eine Kamera mitnehmen. Ich könnte ein paar Mal schummeln, weil nicht kontrolliert wird. Aber das ist halt, wenn ich frage und es heißt nein, dann versuche ich nicht zu schummeln, dann mache ich auch einfach nichts. Von dem her, ja. Für mich heißt es jetzt mit dem Taxi zurück und den Abend ein bisschen ausklingen lassen. Es ist doch schon 5, bis ich im Schiff bin, ist es 5:30, bis ich geduscht habe und alles drum und dran, ist es 6:30 und so weiter. Also das geht genau perfekt auf. Heute Abend gibt es keinen Ausflug. Ich genieße wirklich einfach mal den Abend auf dem Schiff. Und übermorgen geht es dann mit noch dem fast letzten Singapur-Ausflug weiter. Also, danke vielmals für alles und schönen Tag noch.